Hello, my name is Patti Amsden and I have the opportunity to be visiting here in Germany. Hallo, mein Name ist Patti Amsden. Ich habe die Gelegenheit, hier einen Besuch zu machen in Deutschland. I live in the state of Illinois in the United States of America. Ich lebe in den USA, in Illinois. I am coming today to talk to you about the concept of spiritual warfare. Und ich möchte heute über das Thema oder über das Konzept der geistlichen Kampfführung sprechen. So I would like to start our series on this by just giving you a little personal testimony of how I got involved in the idea of spiritual warfare. Und ich möchte in dieses Thema einsteigen, indem ich mein persönliches Zeugnis gebe, um einfach mal einen Einblick zu geben, wie ich angefangen habe mit geistlicher Kampfführung. I didn't come into the realization of this because it was a choice or because I read a book. Ich bin nicht in die Erkenntnis dieser Sache hineingekommen, weil ich eine Idee hatte oder weil ich ein Buch gelesen habe. I became aware of it because of a problem that I had in my own life. Sondern ich wurde mir dessen bewusst, weil ich ein Problem hatte in meinem eigenen Leben. So when I was in my early 20s, the Lord came and really started knocking on my heart. Als ich anfangs 20 war, da kam der Herr, klopfte an meine Tür. And although I had been raised in church all my life, Und obwohl ich in einer Gemeinde oder Kirche aufgewachsen bin, mein ganzes Leben lang, it was in my early 20s when I really gave my heart to the Lord. war es letztlich so, dass ich mich Anfang 20 entschieden habe und mein Herz dem Herrn What the Bible gegeben habe. calls being born again. Und die Bibel spricht davon, dass man wiedergeboren wird. And almost immediately after I was born again, Und unmittelbar danach, nachdem ich wiedergeboren war, I became aware of how much I was tormented by fear. wurde mir bewusst, wie sehr ich von Angst gequält wurde. I mean, really tormented. Ich meine wirklich, es war eine Qual, ich wurde gequält. If once it got dark, I would find myself hiding in closets or climbing underneath the bed. Immer wenn es dunkel wurde, habe ich mich in kleinen Kammern versteckt oder mich unter dem Bett versteckt. And after I married, if my husband was at home, Und nachdem ich verheiratet war, wenn mein Ehemann zu Hause war, I would be okay. da ging es mir gut. But he had a job that took him away several days of the week. Aber er hatte eine Arbeit, da war er mehrere Tage in der Woche unterwegs. And so the nights that he was gone is when the torment would get worse. Und in den Nächten, wo dann mein Mann nicht zu Hause war, da wurde diese Qual mit der Angst noch viel schlimmer. But I was saved and I was attending church regularly. Ich war aber errettet und ich ging regelmäßig in eine Gemeinde. And I heard a message on the fact that God has not given us a spirit of fear. Und dann habe ich eine Botschaft, eine Predigt darüber gehört, dass Gott uns nicht den Geist der Furcht gegeben hat. And the message told me that I could resist fear if I would speak the word. Und diese Botschaft hat mir gesagt, dass ich der Angst widerstehen könnte, wenn ich das Wort Gottes ausspreche. And I was a new Christian. Ich war frisch bekehrt quasi. I didn't know much Bible committed to memory at that point. Ich wusste nicht sehr viel darüber, dass man die Bibel auswendig lernen konnte oder Teile der Bibel. I remembered the 23rd Psalm. Ich kannte mich erinnern an den 23. I had Psalm. learned that as a little girl in Bible school or in Sunday school. Als kleines Kind habe ich das im Kindergottesdienst gelernt, den Psalm 23. So I would begin to speak the 23rd Psalm Und dann fing ich an, diesen Psalm 23 aufzusagen. and declare I didn't have a spirit of fear. Und dazu habe ich gesagt, ich habe nicht mehr länger den Geist der Furcht. And when I first started doing that, Und am Anfang, als ich das anfing, I did it from underneath the bed. war ich dabei unter dem Bett versteckt und And habe then es von I da aus got a little gemacht. braver Dann wurde ich ein bisschen mutiger and I got in the bed, und dann war ich inzwischen schon im Bett, but I kept the light on aber ich ließ das Licht an. and I would speak that psalm. Und dann habe ich den Psalm ausgesprochen. But over a period of, I don't know, 4 to 6 weeks, Aber nach einer Zeitspanne von etwa 4 bis 6 Wochen I began to feel that fear begin to dissipate from me. bemerkte ich, wie diese Furcht von mir wegging. And I remember the night that I slept all night in my bed Und dann erinnere ich mich an jene Nacht, wo ich die ganze Nacht im Bett geschlafen and habe. woke up in the morning feeling so victorious. Und morgens bin ich dann aufgewacht und ich fühlte mich so siegreich. Kind of funny as I think back on it now. Für mich ist es heute lustig, wenn ich daran zurückdenke. But that was my introduction to dealing with some
entity beyond what you could see. Aber das war für mich so die Einführung in das Thema, was wir jetzt ansprechen wollen. As I've grown in God and grown in the Word, Und so wie ich dann auch im Wort gewachsen bin, wie ich gelernt habe, Bibelstellen auswendig zu I've lernen, learned there are such things as demons that torment, dann habe ich auch gelernt, dass es sowas gibt wie Dämonen, die einem Angst machen, die einen quälen. as well as strong fallen angelic forces that are called principalities. Und natürlich auch von gefallenen Engeln, die Mächte genannt werden. But I have also learned that you can't ignore these things Und ich habe auch gelernt, man kann das nicht einfach ignorieren. because the enemy not only wars against our soul Denn der Feind kämpft nicht nur gegen unsere Seele and our own personal victories, und gegen unsere eigenen Kämpfe im Leben, but also would war against the advancement of God's kingdom in the earth. sondern es geht nicht nur darum, dass wir selber siegreich sind, sondern dass wir auch das Reich Gottes in der Welt And vorantreiben. although God is powerful enough to stop any advancement of evil forces, Und obwohl Gott mächtig genug ist, dass er jeden Eingriff vom Feind aufhalten könnte, he has chosen to work through his people in the earth. hat er sich entschieden, auf dieser Erde durch sein Volk, durch seine Kinder zu arbeiten. So what he does is empower us, Und was er dabei tut, ist, er bevollmächtigt uns, resist evil and it will flee from you. dass wir dem Bösen widerstehen und es wird vor euch fliehen. Paul said we wrestle against principalities and powers. Paulus sagt, wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten. So the Spirit of the Lord gives us dynamic working power So gibt uns der Geist Gottes eine wirklich dynamische Kraft, mit der wir gehen He können. gives us wisdom. Er gibt uns He Weisheit, gives us His Word. er gibt uns sein Wort. And when we release that Word in faith, Und wenn wir das Wort aussprechen im Glauben, things in the spirit realm begin to change, dann verändern sich die Dinge im geistlichen Bereich. including the administration of the victory of Calvary. Und natürlich einhergehend mit dem Sieg Jesu Christi am Kreuz von Golgatha Over the work of darkness. über die Mächte der Finsternis. So wrestling and spiritual warfare Also zu kämpfen, geistliche is Kampfführung, a very real call ist eine echte Berufung in the lives of Christians. im Leben von Christen. I learned it in a personal way, Ich habe es auf ganz persönliche Art und Weise gelernt, but as a lot of years have gone by, aber nachdem jetzt so viele Jahre vergangen I've sind, learned how to apply spiritual warfare, and I'm going to tell you some more about that. habe ich gelernt, wie man geistige Kampfführung anwendet, und darüber möchte ich ein bisschen mehr So sprechen. be sure to check out some more videos in this series. Also in dieser Serie gibt es noch weitere Videos und sucht euch die. God bless you. Gott segne euch.